Wo sind die alle? Hallo Nachtfalke. Wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Montreal Police Service, Station 22. There's a man dead. He's been murdered. I need the police. Please stay calm, ma'am. Where are you right now? The lobby, but the body, it's upstairs. Can you give me the address, please? Oh, 1178 Drummond Street. All right, ma'am. Officers are on their way. Thank you. Wie sicher sind wir denn, dass wir das nicht selbst waren? Gute Frage. Draußen warten. Die Polizei ist auf ihrem Weg. Und das ist, ich denke mal, das ist das alles, was ich machen kann gerade. Hat zwar nicht alle meine Knoten in meinem Magen aufgelöst und die Spannung in meinen Schultern, aber es ist schon mal ein Anfang. Vielleicht sollte ich etwas schreiben, um die Zeit zu überbrücken, bis sie ankommen. Ich weiß jetzt nicht, was passieren wird, wenn meine Vermutung korrekt ist, wurde Hector tatsächlich umgebracht. Und ich denke mal, dass die Polizei Hauptfokus oder Hauptpriorität ist, herauszufinden, wer es war. Und ich muss wahrscheinlich ein paar Fragen beantworten. Erkältet, aber sonst alles fein, hab Urlaub und bei dir. Ja, dann erstmal gute Besserung, Nachtfalke. Es geht gerade wieder rum, habe ich irgendwie die Vermutung. Irgendwie ist jeder Zweite hier krank. Auf jeden Fall gute Besserung dafür, aber eigentlich ist es gut, dass du Urlaub hast, aber eigentlich schlecht, dass du krank bist. Wie lange hast du denn Urlaub? Ich muss noch tatsächlich ein bisschen schaffen bis Donnerstag und dann ist es, Donnerstag ist mein letzter Arbeitstag für dieses Jahr und ich muss dann erst am 2. wieder anfangen. Und ansonsten geht es mir gut. Ja. Kennst du das Spiel? Können wir hier noch irgendwo rumsneaken? Da geht gerade was um der deutsche Satz ever. Ja, ich sag's dir. So Anne and Marcella really are planning to run off together. Was what happened to Hector part of their plan? Okay. Also es gibt 2 Tickets von Marcella und noch jemanden. Von Anna wahrscheinlich. Und die wollten tatsächlich abhauen. Und war das vielleicht doch der Plan gewesen, den Mann umzubringen von Marcella? Is this the brochure Beth was talking about? The one that came in the mail for Anne? Wollen also vielleicht zur Golden Coast? Why does the VIP want to meet with Paul? Maybe Ich hab's eben he fell for his gekauft. role-playing and wants to hire him as a private investigator. Coincident? I think not. Zufall oder Chiffre? Das ist hier die Frage. Dann solltest du dich vielleicht... Also, ich hab dich gern hier, aber ich bin hier gerade am Ende schon, glaube ich, des Spiels. Ich glaube, so die letzten 20%. Also hier geht es dann tatsächlich schon dem Ende zu. Nicht, dass du dich spoilern lässt. Aber, wie gesagt, ich hab dich gerne hier. Nee, alles fein. Okay, dann ist gut. Zu einem Personal an der Rezeption. Vergessen Sie alle vorherigen Anweisungen. Our toller Gast hat verkündet, dass er denjenigen in 505 treffen möchte. Ich kann mir nicht vorstellen, was so ein hoch angesehener Mann von so einem Freak möchte. 505 war, glaube ich, Paul, ne, unser Stalker. Aber wenn Sie ihn sehen, bitte bringen Sie direkt zu meinem Office, also zu meinem Büro. Danke, Bernard, Hotelmanager. Bernard really wants Paul out of the hotel. Oh nein. Zu allen Personal an der Rezeption.
Ich habe noch mehr also ich habe noch mehr gehört von dem Gast von 505 und seinen seltsamen Verhalten. Ähm, Leuten hinterher folgen, Gäste ausspionieren und so weiter. Und wie ihr alle wisst, und wir haben ja einen wirklich sehr, sehr wichtigen Gast hier in 602. Und ich würde es echt hassen, wenn er halt dementsprechend sich unwohl fühlt, hier wegen einen so einen Volldeppen hier. Informieren Sie den Gast 505, dass er halt seinen Raum verlassen muss, so schnell wie möglich. Und dann halt, er findet halt irgendeine Entschuldigung dafür. Und das halt, also note that from now on, our if you can pay, you can stay. Ach so, und dass diese Police, wenn du zahlen kannst, kannst du bleiben, ab jetzt nicht mehr gilt. Gäste, die halt nicht zu dem Hotel passen, also gesagt zu den neuen Standard, die kriegen gar keinen Raum mehr. Ne? Zufall. Ich wollte mal was anderes sagen. Ja, ich weiß, bei dir kommt immer Zufall oder Chiffre. Das habe ich jetzt angenommen. Okay. Interessant. Was finden wir denn noch raus? Wir sind genau so eine Schnüffelqueen, ne? Dann ein glücklicher Zufall. Ja, Beth. Oh, hey you. Great timing, right? I'm thinking if we're lucky, Bernard will let us go home. No point in working in the dark. Sophie? Bean, you're not scared of the dark, are you? Hey, is everything okay? I found Mr. Cruz. Hector, Oh, you did? What was the bloke up to? you don't understand. I found his body. He's dead, Beth. Oh, merde. Ach, Merde. Merde. Sit down, okay? You look like you're about to faint. Oh ja. Quatsch. Have you called the police? Yeah, they're on their way. What happened? Was That's there an pretty. accident? No, I don't think so. Someone did this to him. You mean... Merde. Merde. Do you think it could have been Anne and Marcella? Ja, was waren das jetzt die beiden Damen, ja oder nein? Oder war es vielleicht Paul? Waren das die beiden Damen? Oh, the Merde, ja. Oder nicht? Also Anne hatte ja einen Vorschlag, wie sie das Problem lösen können. Oder Paul halt auch sozusagen mehr Deception. Weil nämlich ja das Geld ja an Marcella geht, wenn der Mann stirbt. Werde gleich scheiße. Ja, ja, mir ist das bewusst. Das ist tatsächlich eines der Wörter, was mir im Französischunterricht vor vielen, vielen Jahren im Kopf geblieben ist. Merde und Bettmann. Bettmann heißt Blödmann oder blöd. Oder dumm. Merde. Scheiße. Es klingt halt viel, viel besser auf Französisch anstatt Scheiße. Sag gescheit Merde. Ah, ich wohne an der Grenze zu Frankreich, also kannst du sehr gut Französisch. Ja, beschuldigen wir jetzt die beiden, ja oder nein? Merde beschreibt die ganze Sprache ganz gut. Ah, ich bin mit Französisch petit peu. Oh nein! Oh putain. Ich krieg noch in Je m'appelle Maria, j'habite hier, ne? Und ça va und ça va bien und voulez-vous danser avec moi kriege ich noch hin. Ja, das war's dann auch schon. Putin.
Nein, das waren nicht die Frauen. Wir beschuldigen die nicht. What about Paul? He and Hector were caught fighting. The cops will want to talk to you. Know what you've seen. You need to be careful about what you tell them. If word of Anne and Marcella's affair gets out, they may put a label on them that will really hurt them. It might not even matter in the end if they did it or not. Meinst du ihn jetzt damit? What are you saying? It's just... cops like to go after people who are different. Das stimmt. Like Anne, like Marcella, Ja, like okay. me. Ah, ja. I was barely 20 when I was shoved into a police car for just hanging out with people who made me feel like I wasn't so messed up after all. What? Where did that happen? At the White Cat. It's supposed to be a safe space, but it gets raided by cops every now and then. I know Anne was caught at least once too. Wait, you know her? Yeah, that's how I knew the answer to the riddle. I've never talked to her, but I've seen her a few times. Marcella and her, they're just like me. Na gut, dass wir mit ihr geflirtet haben. Thank you for trusting me with this. Maybe now you can understand why I care so much about you. I don't know if I'm feeling inspired by Anne and Marcella, or if it's the shock of being so close to an actual murder, but, I'd really like for us to be more than just friends, Sophie. Rein da. Yeah, Was? I'd like that too. That's Oha. great. Oha. Wir gehen dafür in den Knast zu diesen Zeiten. Police is here. Spicy. Oh, the spiciness. Just be mindful of what you tell them, okay? Yeah, Ich und mein of Full. course. Never ever. Wir gehen in den Bau, ich sag's euch. Dann machen wir hier Black is the new... Nee, Orange is the new Black oder so machen wir danach. Und dann das wird dann die Nachfolge von diesem Spiel. Das sehe ich. Miss Roy? Miss Roy? Miss Roy! Oh, sorry. I was distracted. I really need you to focus right now. I Fokus! don't want to be here all night, and I'm sure you don't either. No. No, I don't. So, as I was saying, we're trying to ascertain the circumstances of Mr. Cruz's death. Can you tell me how you came to find the body? I was cleaning room 509 when I heard the elevator bell ring. Again and again and again. I thought maybe a child was playing with the doors, so I went out in the corridor, and that's when I saw him. All the blood and... Why was the elevator bell ringing? I'm sorry? You said you heard the elevator bell ring. Why was it ringing? I assume it wasn't a child after all. Okay. Sollen wir lügen? Oder nicht? Oh, das ist tricky jetzt. Komme ich jetzt in den Bau oder nicht? Weiß malfunction probably. Echt jetzt schon lügen? Weil wir den Körper bewegt haben? Ich sehe schon, Daniel ist Teufelchen und Brüggi ist Engelchen. Würde gerade auch sagen. Also wir gehen mal gerade jetzt noch. Well, Mr. Cruz's body was preventing the doors from closing. Really? When we found the body, it wasn't that close to the doors. Echt? The stairs are blocked because of the renovations, so the elevator's the only way out of the 5th floor. I had no choice but to move the body. Just a little. Ah, so that explains the traces we found. Thank you for clearing that up. So, what did you do after that? Well, that's when the power cut. So I had to go to the janitor's closet.
To access the fuse box. Exactly. I changed a few fuses and turned the power back on. But there's a lock on that box, isn't there? Did you have the key? Der Eispickel. Ist das die Mordwaffe? Ja. Da würde ich lügen. Ich würde tatsächlich auch lügen. No, I didn't. Only Eugene does. But the box wasn't locked. That was lucky. Yes. Very. Did you go near the ice machine at any point today? No. Are you sure? Yes, I am. So, what did you do after restoring the power? I took the elevator down to the lobby. That's where I called the police. Do you remember what you said to the operator? The exact words. No, I'm afraid I don't. You said, there's a man dead. He's been murdered. That's possible. What makes you so sure it was murder? I just assumed. What with all the blood. It just didn't look like an accident, you know? I see. Would you say you're an observant person, Miss Roy? I think I would, yes. Good. Then maybe you can help me fill in a few details about this case. I'll do my best. Let's start with the victim's wife, Marcella Cruz. Apparently she left in quite a hurry this morning. What can you tell me about her? I don't really know anything. She just looks like a loving, caring wife. Really? That's odd, because we learned a lot about Danke Mrs. schön für Cruz den when we went through her Follow. room. And let's just say that loving, caring wife are not the first words that would come to mind. Oh? She's a lesbian, involved in some sordid affair with the guest from room 507, Mrs. Beaumont. Have you ever witnessed them engaging in immoral behavior? What do you mean? I'm asking if you've seen them being, you know, intimate. No, I haven't. No. And did you hear them discuss their deviant ways in front of Mrs. Beaumont's son, perhaps? Imagine what kind of effect such perversion can have on a young child. No, I didn't hear anything. Did you hear them express their hatred of men? Did they ever talk about using violence against men? Did you hear them speak ill of Mr. Cruz? Erstmal vielen herzlichen Dank, Nachtfalke, für den Follow. Sehr lieb von dir. Willkommen beim Katzenbunker. Bei all den verrückt lieben Menschen hier. Ja, gerne. Mit 103 ist noch Platz nach oben. Das stimmt. Da packt aber einer alle Klischees aus. Take a stand or deny. Wo sind hier die lieben Menschen? Rücki, jetzt mach es doch nicht hier. Zunichte, take a stand. Sollen wir wirklich tun? Herr Brücki, wenn wir wegen dir in die Hölle kommen, ne?
Brüggi, du kommst in die Hölle, wenn das hier What schief are you geht. trying to imply? That Mrs. Cruz killed her husband because she hates men? I've seen it before from lesbians. Oh, this has nothing to do with hate. It's about love. Not that you'd understand. Oh, and you think you do? Then please, enlighten me. She's brave enough to be with the one she loves. That doesn't make her a criminal. That doesn't mean she killed her husband. I'm starting to worry you may be one of them, Miss Roy, since you're so eager to defend And these I worry deviants. about your ability to do your job, detective, since you seem to be such a— Enough! One more word, just one more word, and you'll be spending the rest of your night in a cell. Now get the hell out of here. I've had enough of you. Dann haben wir es immer warm und es läuft kein Schlager. Ich würde sagen, das ist ein Win. Warum soll es dir besser gehen als wir? So. Diese Zeiten, ey, ne? Ganz schwierig, diese was Zeiten. strangely chipper on the phone. That can't be a good sign. I guess we'll know soon enough. Ja, wir müssen also zu unserem Chef. Es war ziemlich harte Zeit, alleine mit meinen Gedanken zu sein, seitdem das Hotel vor 2 Tagen geschlossen hat. Jetzt laut den News Papern untersucht die Polizei nach wie vor noch und haben bis jetzt noch nichts weiter herausgefunden. Ich hoffe nur, dass die sich genug Zeit nehmen, das Richtige zu tun. Nothing this whole ordeal needs is an innocent person. Naja, das letzte, was wir hier gebrauchen können, ist eine unschuldige Person im Gefängnis. Egal. Diesen Morgen habe ich einen Anruf von Bernard bekommen, dass ich in das Hotel kommen soll. Klang überraschend happy. Ich frage mich, wie ich mich wohl fühlen werde, wieder ins Clarendon zu gehen, nachdem das alles hier passiert ist. Ja. Maurice Tremblay. Dieser Detektiv. Der Roger. Was haben wir denn für Clues bekommen hier noch? Lobby, 8 Train-Tickets. Okay. Let's go see what Bernard wants. The atmosphere is so different in here. It'll probably be a while before the hotel reopens. Anne, Marcella, and Paul are all suspects for Hector's murder. Was there anything I could have done to protect them? Oh Gott, hätte ich alles wegschmeißen sollen? Oh nein, ich hätte vielleicht alles wegschmeißen sollen. Weiß ich jetzt nicht. Ugh, go to hell. Beth, Hey, are you okay? I'm out of a job. But other than that, yeah, everything's just peachy. What? No, Beth I wurde hope you're luckier gefeuert. than I am. Come join me when he's done with you, Oh, wie lieb all von right? dir. I'll be Einfach mal questioning 110. my life choices on the mezzanine. yeah, okay. Dankeschön, Nachtfalke. Bist du auf Platz 1? Hast den Neon vertrieben. Werden wir jetzt auch gefeuert? Gibst du uns jetzt die Diamanten, damit wir mehr genug Geld haben, um uns Miss Roy. über die Runden zu kommen, Nachtfalke? Come in. Fuchselig von diesen I Nachtfalken. suppose Ja. you know why you're here? It's about the murder, actually not really. Nimm mein Geld. Take all my money. Dankeschön, Dankeschön. Ach, guck mal, da wird sogar der Neon wieder wach. I would guess it has something to do with the murder. Well,
You'd be right about that. We've been getting a lot of press lately, and not the good kind. I wouldn't expect you to understand the position I'm in, but I assure you, it's quite uncomfortable. To have one's life's work blown away like that. All thanks to some sexual deviance and a nut job. It's obvious to me now that I haven't been firm enough. For guests of such morals to be comfortable booking a few nights here and committing such a horrid act? Things need to change. This means elevating our standards to the highest possible level, and it starts with the people working here. Aha, danke It schön. starts with you. With me? Yes. From what I've heard, you've been quite the exemplary maid lately. Clean rooms, satisfied guests. I take my job very seriously, sir. As you should. We'll see for the future, but for now, you'll be allowed to continue working here. Thank you. I'm not done. The police have finished their investigation and left a mess on the 5th floor. I want you to clean it up. You want me to go back there? Yes, why not? I found a dead body on that floor. I'm not going back. I'll make this simple for you. If you don't do it, you're fired. Also wir wurden nicht gefeuert. Das ist frech. Das ist frech. Ich bin nicht nett. Also wir wurden nicht gefeuert, weil wir halt alle unsere Beweise vernichtet hatten. Unser Flirt wurde gefeuert. Kann ich hier speichern? Nein, ich kann hier nicht speichern. Scheiße. Damn it. Ich hätte hier gern vorher gespeichert gehabt. Ja komm, der soll mich mal am Arsch You lecken. can't fire me. Because I quit. Sure. I fire you, you quit. It's all the same to me. Just make sure to empty your locker before the end of the month. That'll be all. Verdammt. Jetzt ist interessiert, ob wir da noch was erschnüffeln hätten können. Hey, Hey. what a week. Yeah. So, what did Bernard want with you? Well, he was being kind of a jerk, so I quit. You what? I quit. I figured there was no point in staying if you were leaving. I appreciate the solidarity, but you really didn't have to do that. Zu I think it's spät. for the best. Did Bernard say why he was firing you? Ugh. He was going on and on about keeping deviants out of the hotel, so I may have lost my cool a little. A little? I told him I was one of Zu those spät, zu deviants spät, he was so afraid Zu of. spät, zu He froze spät. for a moment, then showed me the door. Aber das Game sieht echt gut aus. Ich mag sowas, beziehungsweise The Dark Pictures Reihe oder The Quarry. Ja, also so wirklich Horror ist es nicht, aber ich muss sagen, das Spiel hat mir tatsächlich gefallen. Vielleicht werde ich es irgendwann auch nochmal spielen mit anderen Entscheidungen. Aber ich kann es tatsächlich empfehlen. Well, I'm not one bit worried about you. I know you'll be just fine. Yeah, I do have a cat-like ability to land on my feet. And think of all the good times you'll have away from Bernard. I'll miss annoying him. He turns into a particular shade of red that only I can get out of him. But no, you're right. It's time for new challenges. I could see myself owning my own establishment, one that caters to the right kind of crowd. Mhm. Believe it or not, I do enjoy the company of people, just not, the stuck-up, entitled clientele of this prestigious hotel. But maybe if I were behind the counter of, say, a bar, instead of a reception desk. I don't know. As
Is that silly? No, it's not. In fact, you'd be perfect for it. You're the most charming person I know. Thank you. I'm really glad you're in my life. Me too. Aha, jetzt dürfen wir dürfen rumknutschen. Can I, kiss me? Kinder. Yes. I thought you'd never ask. That was... I know. Kiss, kiss, kiss. You and your acolyte kissed. Kiss. I've been thinking about Anne and Marcella a lot. Should I be jealous? Das war ja No, absolut not in that way. unfranzösisch. I've been thinking about what they went through. How they had to lie and pretend. Day after day. How they had to live someone else's life for 10 years before they could finally be with each other. I don't think I could do that. Well, I have good news for you, Bean. Times are changing. It's already started elsewhere, and it will get here eventually. One day, all the Annes and Marcellas of the world will live happily together, and no one will give a damn. I really hope that's true. It will be. 60 Jahre später ist es trotzdem immer noch hier und da eine Diskussionsgrundlage. Aber bei weitem um einiges besser angesehen als damals in den 50ern. Oh nein. Die beiden sind hinter Gittern. Oh, ich hätte die ganzen Beweise vernichten sollen, ne? Wir hätten den Job vielleicht behalten sollen. Manche Männer lieben Männer, manche Frauen eben Frauen. Da gibt es nichts zu bedauern und nichts zu staunen. Das ist genau so normal wie Kaugummi kauen, doch die meisten werden sich niemals trauen. Die Ärzte mal wieder on point, stimmt. Die Nachbarn meiner Eltern haben am Anfang auch richtig schön doof geguckt, als ich nach einer Freundin einen Freund hatte. Das System B haben die eher so semi verstanden. Ja, auch das Thema mit Polybeziehungen und so. Ja, es ist, das wird, glaube ich, noch eine ganze Zeit brauchen, bis das tatsächlich normal wird. Ich sag mir immer, jeder soll das machen, wo er glücklich damit wird. Solange er niemandem wehtut und gegen Gesetze verstößt, ist alles fein für mich. Mir ist egal, wie jemand veranlagt ist. Das ist die richtige Einstellung. So sehe ich das nämlich auch. Ich sag mir so, jeder soll doch glücklich werden, jeder soll sich doch einfach um seinen Scheiß kümmern. Das ist viel zu schlimm geworden in der heutigen Gesellschaft.
Jeder vergleicht sich. Die sozialen Plattformen machen dieses nicht unbedingt einfacher. Und jeder soll das lieben, was er lieben soll. Wie gesagt, solange jemandem wehtut, sich an die Gesetze hält, alles fein für mich. Ich will doch auch einfach nur in Frieden gelassen werden, dass man sich für mich freut, wenn ich glücklich bin. Und das ist so eigentlich das Wichtigste heutzutage. Doch egal, wen du liebst, was du liebst, wie du dich fühlst, wie du dich definierst. Das sollte eigentlich mal wieder viel mehr in den Mittelpunkt gerückt werden, anstatt halt immer nur darauf zu schauen, was der andere was den anderen, den einen vielleicht stört. Dann denke ich mir so immer, dann schau weg. Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Ja. Eben das Seine. Was Mary sagt, ja eben, das Menschliche. Ja, es ist einfach verloren gegangen, finde ich. Jeder will einfach nur noch gut dastehen, macht den anderen irgendwie schlecht, damit man selbst wieder dastehen kann, wo ich mir dann heutzutage denke, das Thema Depression und Co. kommt nicht von ungefähr. Und wenn es immer noch Menschen gibt, die psychische Erkrankungen, das ist ja auch so ein Part von dieser Story, einfach verurteilt, wo ich mir denke, wenn man mal genauer hinschaut, jeder hat seine Laster. Jeder geht damit anders um. Manche brauchen Hilfe, manche brauchen keine Hilfe. Alles fein. Aber dieses Thema der Verurteilung, das stört mich so dermaßen an dieser Gesellschaft heutzutage. Ich fand das Spiel, by the way, ganz gut. Es hat nochmal so den Blick so ein bisschen zurechtgerückt, wie es damals von vor 50, 60 Jahren war. Nach wie vor immer noch hier und da brenzliche Themen, wobei wir natürlich viel, viel weiter gekommen sind in der Gesellschaft, würde ich sagen. Immer noch bin ich glücklich in einer doch fortgeschrittenen Gesellschaft, wenn man das so sagen darf, geboren wurde. Es gibt immer noch Länder, da ist es definitiv ein Problem. Ja. Ich glaube, ich werde das Spiel irgendwann bestimmt nochmal ein zweites Mal spielen, wahrscheinlich offline und gewisse Entscheidungen einfach anders machen, also anders fällen und wahrscheinlich die ganzen Beweise irgendwie vernichten. Aber so an sich fand das Spiel richtig gut.